Hi und herzlich willkommen auf meinem kreativen Kanal. Ich bin Kathi von Creative Mom und möchte dir in dem heutigen Video zeigen, wie du ein Bustier-Kleid für deine Smartdoll nähen kannst. Um keine Videos oder neue Schnittmuster zu verpassen, folge mir gerne auf Instagram oder hier auf YouTube. Für das Kleid brauchst du jeweils 2 Mittelstücke, 2 vordere Seitenteile, 2 hintere Seitenteile, 2 Rückenteile, 2 Träger und den kurzen und langen Rock. Alle Teile für das Oberteil brauchst du jeweils aus einem Hauptstoff und einem Futterstoff. Als erstes habe ich jeweils vom Haupt- und Futterstoff, bei mir sind es die gleichen Stoffe, weil sie sehr dünn sind, die Seitenteile an das Mittelstück gesteckt. Damit das Zusammenstecken einfacher geht, orientiere dich an den Markierungen vom Schnittmuster. Nähe nun beides zusammen. Und so schaut es zusammengenäht aus. Stecke die hinteren und die vorderen Seitenteile zusammen. Als nächstes kommen die Rückenteile dran. Diese werden an die hinteren Seitenteile gesteckt und festgenäht. Bevor die Oberteile miteinander zusammengenäht werden, müssen noch die 2 Träger vorbereitet werden. Bügle den Stoffstreifen zunächst glatt. Falte den Streifen der Länge nach zur Mitte und bügle den Bruch sorgfältig ein. Öffne ihn wieder und falte nun jede Längskante zur gebügelten Mittellinie hin. Bügle auch hier noch einmal drüber. Klappe nun den Streifen noch einmal zusammen und bügle ordentlich drüber. Die vorbereiteten Träger werden anschließend an der Nähmaschine knappkantig mit einem Geradstich festgesteppt. Bügle die Nahtzugabe vom Oberstoff und Futterstoff auseinander. Mache kleine Einschnitte in den Rundungen, damit sich die Nahtzugabe besser legen lässt. Stecke nun das eine Ende des Trägers am Mittelstück vor der Naht fest und das andere Ende am Rückenteil, und zwar vor der Naht zum hinteren Seitenteil. Stecke den anderen Träger genauso an das Oberteil und nähe beide Träger knapp zum Rand fest. Lege das Futterteil rechts auf das Oberteil. Stecke nun beide Teile zusammen. Achte dabei darauf, dass die Nähte der jeweiligen Teile aufeinandertreffen. Nun nähe die obere Kante zusammen. Schneide die Nahtzugabe etwas zurück und mache in der Mitte ein paar kleine Einschnitte, damit der Stoff sich an dieser Stelle besser ausformen lässt. Nun geht's ans Bügelbrett. Wende das Oberteil auf rechts und forme alle Ecken, Rundungen und Kanten aus. Bügle das Oberteil noch einmal sorgfältig. Das Oberteil ist fertig und weiter geht's mit dem Rock. Der Rock besteht aus 2 Stoffstreifen. Der kürzere Streifen kommt nach oben und der längere und breitere nach unten. Als erstes müssen 2 Raffnähte am unteren Stoffstreifen gelegt werden. Raffe nun den Stoff auf die Breite des ersten Stoffstreifens. Versuche die Falten gleichmäßig zu verteilen. Hier bügle ich anschließend über die geraffte Kante, damit die Raffung flach liegen bleibt. Beide Rockteile müssen jetzt nur noch zusammengesteckt und genäht werden. Die Nahtzugabe habe ich versäubert, nach oben geklappt und abgesteppt. Jetzt müssen noch diese Kanten versäubert werden. Klappe den Rocksaum 0,7 cm um und bügle ihn. Steppe den Saum mit einem geraden Stich ab.
Klappe das Oberteil auseinander und bügle die untere Kante vom Futterstoff 0,7 cm nach innen. So fällt das spätere Umklappen über die Teilennaht leichter und die Kante kann sauber an der Nahtzugabe fixiert werden. Lege 2 Raffnähte am oberen Rockstoff und raffe den Stoff auf die Breite des Oberteils. Nachdem du den Stoff gerafft hast, presse die Raffung vorsichtig mit dem Bügeleisen flach, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Stecke nun den Rock an den Oberstoff des Oberteils. Danach nähe beide Teile entlang der gesteckten Kante zusammen. Als nächstes wird das Oberteil umgeklappt, so dass sich Oberstoff und Futterstoff mit den rechten Seiten berühren. Die linken Stoffseiten zeigen dabei nach außen. Nun werden die äußeren Kanten zusammengesteckt. Dabei liegt die Nahtzugabe nach oben und die zuvor umgebügelte Kante des Futters zeigt nach unten. Genäht wird entlang der Kante bis zur Bügelkante des Futterstoffs. Die 0,7 cm Nahtzugabe bleiben dabei offen. Kürze die Ecken ein wenig, wende das Oberteil auf rechts und forme die Kanten schön aus. Lege die umgebügelte Kante des Futters über die Naht, die Rock und Oberteil verbindet, und stecke sie fest. Anschließend kann die Kante entweder knappkantig von rechts abgesteppt oder unsichtbar mit einem Leiterstich von Hand geschlossen werden. Als Verschluss verwende ich hier ein kleines Stück Klettband. Das Stück mit den Haken wird auf den Oberstoff genäht und das Flauschige auf das Futter. Wer mag, kann stattdessen auch kleine Druckknöpfe annähen. Stecke den Rock zusammen, messe von der unteren Kante 8 cm nach oben ab und schließe bis dahin die hintere Naht. Meine Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eure Werke auf Instagram teilt und mich dabei markiert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Schnittmuster. Bye bye!